Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht weiter am Opel und wie ihr sehen könnt, ist es noch mehr zerlegt worden. Den Ausbau habe ich jetzt nicht gefilmt, weil das habe ich schon mal zerlegt. Das verlinke ich euch oben in dem Video, wo ich das ausgebaut und schon gereinigt habe. Deswegen sieht das ja auch alles so frisch aus, weil ich das schon mal gemacht habe. Und wenn wir jetzt da hinten reinschauen, ich habe jetzt die Wartungsklappe ausgebaut. Jetzt kann man auch besser sehen, wie ich das schon mal schön sauber gemacht habe. Die Wartungsklappe ist jetzt weg. Jetzt habe ich da einen besseren Blick auf die Kurbelgehäuseentlüftung, aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Dieser Spalt, ich versuche das in der Videobearbeitung zu highlighten, da kriege ich kein Werkzeug von mir durch und da müsste ich durch, um unten an die Schrauben ranzukommen, die da sitzen, die beiden. Da sitzt jetzt dieses Blech davor. Da denkt ihr jetzt, hey, da ist ja die Schraube, da kommt man ja ganz einfach ran. Ja, an die Schraube kommt man einfach ran, aber dahinter sitzt nochmal eine Schraube. Das blende ich euch mit einem Handybild ein, weil da komme ich mit der Kamera nicht hin. Und die Schraube, da weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Und selbst wenn ich sie gelöst bekomme, würde ich nicht wissen, wie ich sie jemals wieder festmachen soll, weil ich da mit den Händen nirgends hinkomme. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird das besser, wenn ich die Zündkabel rausgezogen habe, weil da ist natürlich auch so, die Zündkabel nehmen jetzt hier relativ viel Platz weg. Da ist hier nochmal, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier oben, ich versuche es auch wieder in der Videobearbeitung zu highlighten, dieser ummantelte Kabelstrang, der beinhaltet die Zündkabel. Und wie gesagt, wenn ich die Zündkabel dann rausnehme, dann müssten wir ja zumindest das bisschen an Platz gewinnen. Nichtsdestotrotz ist halt auch hier auf der Seite extrem wenig Platz, um irgendwie mit der Hand hinzukommen oder sonst irgendwas. Ich könnte noch den Halter abschrauben, da kommt man jetzt hin, der sozusagen dieses Ventil hält, ne, was ich ja schon getauscht habe. Da gibt es einen Halter, der ist auf der Kurbelgehäuseentlüftung befestigt. Den könnte ich abnehmen. Dann komme ich da vielleicht mit der Hand von hinten hin. Das muss ich schauen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Dann müsste ich halt nochmal das Ventil abschrauben. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich mache das jetzt mal nach hinten auf meine Prioritätsliste mit der Kurbelgehäuseentlüftung. Ich hätte gesagt, wir widmen uns jetzt der Zündbox und den Zündkabeln. Und das mit der Kurbelgehäuseentlüftung, da schaue ich dann mal. Vielleicht hat mein Bekannter noch ein paar gute Tipps. Aber ich habe halt echt Angst, wenn ich da hinten jetzt, selbst wenn ich die Schrauben gelöst bekomme, ich will das Blech halt schon wieder ordentlich festmachen. Und wenn ich da nirgends hinkomme, kriege ich die Schraube nie eingefädelt. Und auch bei der Kurbelgehäuseentlüftung. Also wenn das Blech weg ist, denke ich, käme ich ganz gut an die zwei Schrauben ran. Ob ich die dann auch wieder ansetzen kann, ist natürlich eine andere Frage. Und hier vorne ist es so, dadurch, dass da dieses Teil drüber steht, ja, verdeckt das auf jeden Fall mal die eine Schraube. Also das ist schon eine echt blöde Position. Das wäre irgendwie angenehmer, wenn der Motor draußen ist. Also da bin ich mir jetzt unsicher, ob ich die Baustelle aufmachen will. Ich kümmere mich jetzt, wie gesagt, erstmal um die Zündkabel. Und ich habe zudem auch noch jetzt einen offenen Schlauch entdeckt, wo ich gar nicht weiß, wo der hingehört. Also ihr seht ja, alle Schläuche, die ich in der Hand hatte und die ich abgezogen habe, habe ich mit Stopfen versehen oder markiert. Also hier zum Beispiel habe ich da hingeschrieben, dass er zur Ansaugbrücke gehört. Der hier, der hing da hinten einfach hier unten so im Leeren. Also da war kein Gegenstück dran und nichts. Keine Ahnung, wo der hingehört. Und der verschwindet dann einfach da unten. Da habe ich jetzt auch mal meinen Bekannten gefragt, ob er weiß, wo der hingehört, was das für einer sein soll. Das irritiert mich jetzt auch ein bisschen, dass der da einfach so lose rumbammelt. Aber ja, kann ich jetzt nicht lösen, muss ich auf später verschieben. Ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einmal die Zündbox an, gucken, dass wir die alte Zündbox dann ausgebaut bekommen im Anschluss. Aber ja, wie gesagt, erstmal einen Blick auf die neue Zündbox. So, die neue Zündanlage ist angekommen oder die neue Zündspule. Wie gesagt, ich habe jetzt hier extra einen Teil von Bosch genommen. Hoffentlich funktioniert das und hoffentlich geht da nichts schief. Ansonsten, man kann hier hoffentlich auch erkennen, dass hier auch die Zylinder beschriftet sind. Die 1, die 4, die 2, wo haben wir die 3? Dann müsste 5 und 6 sind hier, genau. Bedeutet, ich werde jetzt die alte Zündspule ausbauen, dafür packe ich euch in den Zeitraffer. Noch eine kleine Nebeninfo, ich habe mir diese Halteclips für den Windlauf, die habe ich mir jetzt selber aus dem 3D-Drucker nachgebaut. Ich habe jetzt halt eine Variante, wo nur mit Schlitz geht, aber tut auch ihren Teil. Und ja, wenn da einer Interesse hat, kann ich euch die STL-Datei gerne schicken. Ich habe es schon probiert, funktioniert, lässt sich verriegeln, ist wunderbar. Insofern, ja, wie gesagt, bei mir waren ja die Originalclips teilweise gar nicht mehr vorhanden. Und so kann ich jetzt zumindest an den Stellen, wo die Aufnahme für die Clips noch in Ordnung ist und nicht ausgerissen, kann ich die dann entsprechend auch erneuern, wenn ich es wieder zusammenbaue.
So, hier drüben geht es jetzt an die Zündspule. Ich habe jetzt schon geschaut, die beiden Haltepunkte hier vorne, da komme ich ganz gut hin. Die anderen, da habe ich hinten jetzt mal das Endoskop platziert. Das ist auch schon ausgegangen, wie es sieht. Wahrscheinlich ist es die Batterie leer, der Vorführeffekt. Ne, geht noch. Okay, starten wir es nochmal, um euch die Schrauben hinten zu zeigen. Ich habe es jetzt hier schon platziert und ich denke, man kann es erkennen. Das ist jetzt von der Qualität natürlich nicht so geil, aber ihr könnt sehen, das ist die hintere Schraube und wenn wir es ein bisschen weiter drehen, da ist dann die zweite. Da werde ich jetzt auch gleich versuchen hinzukommen. Wie gesagt, die vorne habe ich schon gecheckt. Die hinten, ja, muss auch irgendwie gehen. Spannend wird es dann bei der Kurbelgehäuseentlüftung, aber jetzt fokussiere ich mich erstmal auf die Zündspule. Löst da die Schrauben, packe euch in den Zeitraffer. Was braucht ihr als Werkzeug? Das noch als Info. Ich habe jetzt Gott sei Dank einen kleinen 8er Stern noch gefunden. Ja, also da keine klassische Nuss, sondern hier eben so ein Sternaufsatz. Und ich habe den kleinsten genommen, den ich finden kann, weil es da eben so eng ist. So, jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch in den Zeitraffer und ich versuche die Zündspule da hinten rauszufummeln. Hoffentlich klappt das mit den ganzen Kabeln und so. Ja, mal schauen. Ich habe auch die Kabel, habe ich jetzt mal... Ich wollte erst ja, so klassisch meine Kleber drumherum machen, aber die haben auf den öligen Kabeln nicht gehalten, selbst wenn ich es mit Bremsenreiniger gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt einfach Pünktchen gemacht, welches Kabel an welchem Zylinder war. Ich versuche die auch erstmal in der Zündspule zu lassen. Ich hoffe, das klappt, damit ich dann vergleichen kann, welches Kabel wohin gehört und ich es wieder genau so machen kann. Denn also ich habe in meiner Kindheit immer American Hot Rod geguckt. Das gab es damals, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das vor D-Max? Ich glaube DSF oder so, Deutsches Sportsfernsehen, da lief das dann immer. Und bei American Hot Rod haben die eben Boyd Cuddington, das war einer der bekanntesten Hot Rodder in den USA, damals zumindest gewesen, den haben die immer begleitet und der Klassiker war halt immer, wenn die ihre LS-Motoren zusammengebaut haben, dass meistens beim ersten Starten das nie funktioniert hat, weil sie irgendwie immer die Zündreihenfolge vertauscht haben. Das heißt, ich wollte jetzt nicht, dass mir das gleiche passiert wie Boyd Cuddington und ja, möchte eben versuchen, die Zündreihenfolge wirklich im ausgebauten Zustand dann zu vergleichen. Deswegen würde ich gerne die Zündkabel dran lassen. Mal gucken, ob mir das gelingt oder ob das dann zu globig ist, um das da hinten rauszubekommen. Mal schauen, ja. Aber jetzt, wie gesagt, Zeitraffer und mal gucken, wie es läuft.
So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen, wie ich das Ding da ausgebaut habe. Ich habe jetzt hier die alten Kabel, ihr habt ja gesehen, ich musste sie doch abmachen. Das ging am Ganzen nicht raus, weil, danke Opel, wer auch immer sich das wieder ausgedacht hat, seht ihr das? Das ist komplett ummantelt. Ich meine, das ist natürlich gut, Hitzeschutz, ja, aber dadurch, dass das nirgends irgendwo einen Schlitz hat, ja, also das hätte ich halt sonst am Stück nicht rausbekommen. Ich habe aber immer abwechselnd die Kabel, die ich rausgemacht habe, in die entsprechende Position gesteckt. Also hier mein Zylinder 4, ich habe 4 Pünktchen gemacht, ne? Sitzt hier auch auf Zylinder 4, ich hoffe, man kann das sehen. Dann das hier, mein Zylinder 1, sitzt auch auf Zylinder 1, also das hat wirklich alles gepasst, das stimmt mich frohen Mutes. Da liegen die neuen Zündkabel. Den Zusammenbauen zeige ich euch jetzt nicht, werdet ihr eh sehen im Video, richtig viel im Zeitraffer habt ihr wahrscheinlich eh nicht gesehen, weil mein Körper davor war, aber das ist halt, ja, das ist einfach irgendwie super wenig Platz, um das zu filmen. Das sind die Schrauben, da werde ich auch riesen Spaß haben, die da hinten wieder reinzufummeln, da freue ich mich jetzt schon drauf, das wird ganz großartig, wird das. Ja, und dann die Kabel werde ich ein bisschen anders verlegen, wie ich das hier mache. Ich werde die wahrscheinlich dann oben rumlegen. Ich habe noch so andere Schläuche, die auch ein bisschen Hitzeschutz sind, da muss ich mir dann was überlegen. Wie gesagt, das mache ich dann off-camera. Insofern, jetzt ist die Zündbox draußen. Das ist die alte Zündbox, die mache ich ein bisschen sauber. Ne, und dann lege ich mir die zur Seite. Oder Zündspule, ne, weil die hat ja noch funktioniert, bevor ich angefangen habe, das mit den Ventildeckeln zu machen. Das heißt, ich hoffe, sie geht auch weiterhin. Jetzt, wie gesagt, kommt die neue rein. Wieder ein Bosch-Teil, hatte ich ja erwähnt. Genauso wie die drin war auch. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich auf der Werkbank mir das alles zurechtgelegt habe. Ich habe mir auch jetzt ein Foto gemacht und ich habe jetzt in Stillarbeit die neue Zündspule schon eingebaut. Da sitzt sie, das schöne neue Teil. Jetzt mache ich noch die Zündkabel ran und dann ist das abgeschlossen an der Stelle. Das mit der Kurbelgehäuseentlüftung, ich habe da nochmal mit dem Endoskop reingeschaut. Ich blende euch jetzt Bilder rein. Also die Schrauben hier vorne. Da denke ich, würde ich irgendwie hinkommen. Da liegt aber auch relativ viel irgendwie Kram. Da müsste ich dann vorher mal ordentlich mit dem Bremsenreiniger rein und auspusten. Aber ja, selbst wenn ich die Seite schaffe, die andere Seite, blende ich jetzt auch nochmal Bilder rein mit dem Endoskop. Also ich sehe das nicht, wie ich das machen soll. Da ist dieses Hitzeschutzblech. Das Hitzeschutzblech brauche ich gar nicht probieren zu lösen. Die Schrauben sind so doof und wie gesagt, selbst wenn ich an die Schrauben rankäme, ich würde es nie wieder festbekommen in der Position. Plus, ich bin mir sicher, die Schrauben würden abreißen. Mein Bekannter, der viel an den Opels schraubt, der hat auch gesagt, abschrauben, das Blech brauche ich gar nicht probieren, das reißt mir alle Schrauben ab. Er meinte, ich soll das Blech ein bisschen wegdrücken. Das ist mir aber zu heikel. Also soll ich da jetzt mit dem Stemmeisen rein? Und also nee, weil dann müsste ich ja gegen die Kurbelgehäuseentlüftung drücken mit dem Stemmeisen, um da Kraft aufzuüben. Und also das mache ich nicht. Das ist mir einfach zu heikel. Und das Blech, das geht ja direkt, ihr seht das in dem eingeblendeten Video, das ragt direkt über den Kopf der Schrauben. Also da komme ich einfach, also ich komme da von oben nicht hin. Vielleicht schaffen das andere, ich schaffe das nicht. Und wie gesagt, mir ist das jetzt auch zu heikel, da irgendwie mit dem Stemmeisen an dem Blech rumzudödeln. Nachher geht da noch was kaputt. Das mache ich dann irgendwann anders, wenn ich den ganzen Motor mal rausnehme. Ich muss hier ja wahrscheinlich perspektivisch das Ding mal rausholen und alle Dichtungen auch am Krümmer und hier drüben am Krümmer ist ja auch so ein Hitzeschutzblech weg und also da werde ich ja früher oder später gar nicht drum herum kommen, das Ding mal rauszuholen aus der Karre und wenn der Motor draußen ist, dann kann ich das Ganze entspannt und in Ruhe machen und so lange funktioniert das. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur dran rumgeschraubt. Ich würde ja hauptsächlich dann mal gucken wollen, was der TÜV sagt, ne? Das ist ja jetzt noch nicht geplant, dass ich den nachher im Daily-Einsatz habe. Klar, wenn der dann läuft und so, und der TÜV auch sagt, okay, und der ist zugelassen, würde ich natürlich auch ein bisschen fahren. Aber früher oder später, wie gesagt, kommt der Motor dann raus und da kann ich mich dann der Kurbelgehäuseentlüftung in aller Ruhe widmen, ohne da irgendwie was kaputt zu machen. Insofern, ja, das ist jetzt so der Stand. Ich denke, damit sind wir auch fürs heutige Video erstmal wieder durch. Kurbelgehäuseentlüftung, wie gesagt, streichen wir jetzt aus der To-Do-Liste. Ich baue jetzt in Stillarbeit hier noch den Lüfterkasten wieder ein, mache diese Wartungsluke wieder zu, werde die Zündkabel schon mal einsetzen, dass das vorbereitet ist. Und im nächsten Video komplettieren wir dann den Zusammenbau und dann hoffe ich, dass ich das Ding auch ans Laufen bekomme. Ich muss mir noch überlegen, das muss ich auch in Stillarbeit ausprobieren, ob ich nach dem Zusammenbau es schaffe, den Windlauf wieder einzusetzen. Ich glaube aber schon, weil im Wartungshandbuch stand, dass man den Windlauf auch demontieren kann, wenn die Ansaugbrücke und so drauf ist. Das bedeutet, ja, wenn die Ansaugbrücke drauf ist und man den Windlauf demontieren kann,
müsste nach meinem Verständnis der Windlauf auch wieder bei montierter Ansaugbrücke draufgehen. Bedeutet, im nächsten Video würde ich den Windlauf erstmal weglassen und auch die Scheibenwischer. Wir würden uns darauf konzentrieren, dass wir den Motor wieder zusammenbauen oder beziehungsweise den Ansaugtrakt des Motors, die ganzen Kabel und Stecker wieder verbinden und dann einmal starten, weil zum Starten brauche ich weder den Windlauf noch die Scheibenwischer. Insofern, das ist mein Ziel fürs nächste Video. Ich hoffe, das klappt dann auch. Wie gesagt, ich werde jetzt hier versuchen, noch in Stillarbeit einiges vorzubereiten, dass es im nächsten Video dann wirklich nur noch ums Zusammenbauen der Ansaugbrücke und der anderen Teile geht. Nur noch, ihr wisst ja, das war dann auch aufwendig, aber ich hoffe, dass es dann etwas schneller geht. Ich hoffe trotzdem, es war was Hilfreiches für euch dabei. Jetzt wisst ihr, wie ihr da drüben an die Zündspule rankommt. Es ist nicht schön, die einzelnen Ecken hier von diesem Metallhalter sind auch relativ scharfkantig, also so richtig schön für die Finger ist es auch nicht, ne? Also da kriegt man dann so ein paar Spuren, aber ja, mein Gott, es geht, also die Zündspule ist echt okay, da kommt man hin, das ist in Ordnung. Ja, insofern, ihr habt das gesehen, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Hoffentlich dann der finale Zusammenbau und der Start. Hoffentlich läuft er dann auch wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.